Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst, ich habe euch noch was zu sagen. Es gab ja zwei Ankündigungen. Die eine war ja einmal die Schwangerschaft, die wir so nicht geplant haben, die uns überrascht hat. Und dann die andere Ankündigung, ja, die ist eigentlich schon etwas länger. Also das wussten wir schon vor der Schwangerschaft, aber das haben wir halt bis jetzt erstmal privat gehalten. Ja, eigentlich muss ich euch ja noch eine Sache sagen, aber ich dachte, ich packe die einfach mal random in irgendeinen Vlog dann rein, weil ich will das jetzt doch nicht beides vermischen, weil ich sag mal so, das ist jetzt eine schöne Ankündigung, was Schönes, was wir jetzt erleben werden als Familie. Und das andere ist eigentlich so ein bisschen, ja, eher negativ, würde ich sagen, was ja unser Leben jetzt auch noch mal turbulenter gestaltet, aber ja, das haben wir auch nicht erwartet, deswegen ja, machen wir jetzt heute nur das Positive. Bevor ich es aber vergesse, wollte ich euch noch mitteilen, für diejenigen, viele haben ja mitbekommen, wir hatten ja vor nicht so langer Zeit, das ist gerade mal, ich glaube vor 2-3 Monaten, hatten wir einen Dreh gehabt und zwar für Stern TV Reportage und das wird am Mittwoch, also am 14.01. um 20:15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Also falls ihr da gerne vorbeischauen wollt. Thema ist, glaube ich, Mehrlinge im Rampenlicht. Also da werden wieder andere Familien auch mit Mehrlingen und so weiter gezeigt und wir sind mit dabei. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze so geworden ist. Also können wir uns gerne gemeinsam dann anschauen. Falls ihr das dann verpasst habt oder so, ich kenne mich da jetzt mit so TV-Sachen nicht so aus, aber ich denke mal, irgendwo online findet man die Sachen ja auch wieder. Da gibt es ja so Mediatheken oder so, keine Ahnung. Falls ich da dann nochmal irgendwas finde, dann packe ich euch das in die Videobeschreibung. Also, wie fangen wir das an? Eigentlich ist das etwas, was super viele von euch erwartet haben. Also auch, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, ich muss euch was sagen, gerade so auf Instagram und so weiter. Wo ich ja auch so gepostet habe, dass ich den Kindern was sage und so. Da war ja nicht als erstes, dass man gedacht hat, dass wir noch ein Baby bekommen, sondern die meisten haben auch schon richtig gedacht, ja, dass sich unsere Medium eventuell verlobt hat oder sowas oder heiraten wird. Und ja, das ist etwas, ja, das hat man erwartet, ne? Desto älter die Kinder werden, dass vielleicht so eine Situation kommt. Also ja, wir können es jetzt offiziell sagen, Medium ist verlobt. Also bitte schreibt mir keine E-Mail mehr für eure Söhne. Hört auf damit. Letztens habe ich noch eine sehr, sehr schöne, aber wirklich eine sehr, sehr liebe E-Mail von einer Mama, die für ihren Sohn angefragt hat. Also ihr könnt aufhören. Medium ist jetzt offiziell schon verlobt. Wann war die Verlobung hier zu Hause? Wie viel? Wann? Ach, 15.11. Ist schon so lange her. Ja. Ja, also am 15.11. hatten wir hier zu Hause die Verlobung und ja, ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen was, weil wie gesagt, das war jetzt, beziehungsweise ist auch natürlich für uns sehr, sehr aufregend, dass unser erstes Kind ist ja auch unser erstes Baby und unsere erste Tochter, die ja sozusagen nicht nur das Haus dann verlässt, sondern halt auch heiratet und dann ja ihre eigene Familie gründet. Das ist schon auf jeden Fall auch für uns sehr, sehr interessant. Sie ist ja jetzt, ne, was bist du? Im Juli wirst du 22, ne? Also noch ist Medium 21 Jahre alt. Ja, und deswegen auch so witzig, wo wir auch dann gelacht haben, weil ich dann, ja, also wie gesagt, ihre Kennenlernen, Verlobungsphase, alles war ja schon vorher schon, bevor wir wussten, dass wir hier noch ein Baby kriegen. Falls ihr es nicht wisst, war ja nicht geplant. Ihr könnt ja gerne da nochmal das Talk-Video dazu euch gerne anschauen. Findet ihr in der gleichen Playlist wie das unter Real Talk. Ja, und jetzt mache ich immer so Witze, ja, ein Kind geht und ein neues kommt dafür. Beziehungsweise ist es ja so ein komisches Gefühl. Also wir können das auch da gerne austauschen unter euch, die auch schon ihre Kinder sozusagen weggegeben haben, die ja aus dem Haus gegangen sind, wie das so für euch ist, dieses Gefühl oder war, wie ihr das Ganze durchlebt habt. Der Austausch interessiert mich da auf jeden Fall sehr. Aber ja, erst haben wir so Witze gemacht, ein Kind geht, das neue kommt. Wobei ich eigentlich sagen muss, man kann eigentlich sagen, unsere Familie vergrößert sich, ne? Weil ich kriege ja jetzt noch einen Sohn dazu. Ja, und dann bin ich Schwiegermama. Oh, und deswegen, oder viele haben ja auch gesagt zum Beispiel, oh, das ist ja schade, jetzt das neue Baby, hat ja sozusagen niemanden zum Spielen, weil die Geschwister alle so groß sind. Aber, da habe ich es euch ja auch nicht gesagt, man weiß ja nicht, naja, ein paar Jährchen, glaube ich, wird es noch dauern, aber kann sein, dann kann unsere Tochter dann vielleicht mit ihrem
Neffen oder Neffin, ne? Ist ja dann, genau, das ist ja dann, ich meinte auch schon letztens zu meinem Schwiegersohn, ich meinte, hast du dann noch eine kleine Schwägerin? Ist das nicht witzig? Auf jeden Fall, ja, ist das so ein bisschen auch eben eine komische Situation, aber ja, der Medium plant ja jetzt auch nicht gleich. Man weiß ja nicht, wie die jungen Leute dann so ihre Kinderplanung und so weiter haben. Ich glaube nicht, dass Medium jetzt direkt schon plant. Ein bisschen will sie sich ja auch noch Zeit lassen, ist ja noch jung. Aber ja, vielleicht hat dann eben unsere kleine Tochter dann halt in ein paar Jahren dann nochmal einen Spielpartner oder Spielpartnerin in Form von ja, einer Neffin oder Nichten. Und dann bin ich auch irgendwann Oma. Ich sag ja, viele wissen, ich habe ja eben so dieses, sage ich mal, Traumata, nenne ich es jetzt mal, dass ich nie so eine Babyzeit genießen konnte, weil Medium war einfach meine erste Tochter, mein erstes Kind. Ich komme ja aus einer kleinen Familie. Ich hatte nie so mit Babys zu tun. Ich war total unerfahren und so war so eben diese Babyzeit für mich super anstrengend und alles so aufregend und so. Und ich konnte das wirklich nicht genießen. Und dann beim zweiten hat man sich eben gefreut, oh, jetzt weiß man, was auf einen zukommt, auch wenn es schwer ist. Man weiß schon eben, was kommt und war so, ja, mit Freude und Zuversicht. Und was war dann? Es kamen halt Sechslinge, war eben wieder eine komplett ganz neue Situation mit ganz anderen Herausforderungen und Ängsten und Sorgen, weil sie auch Frühchen waren und so weiter. Und hinterher kam noch der Malik Booster. Das war dann einfach, ach, hier nochmal der Siebenling dazu. Und auch da eben, wie gesagt, war einfach diese ganze Zeit einfach nur Kinderversorgung. Ja, das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und deswegen ja, war es halt so die ganze Zeit, dass ich habe eben halt nicht noch geplant, noch mal ein Kind zu bekommen, sondern habe einfach gesagt, gut, ich warte jetzt auf meine Enkelkinder und die werde ich dann genießen. Aber es kommt halt eben nicht immer so, wie man das plant. Deswegen mache ich auch bei Medium immer Witze, wenn sie sagt, sie plant das und das. Ich so, sei leise, plan nichts. Ich habe immer geplant, ich möchte 3 Kinder und jetzt erwarten wir unser 9. Also man kann halt nicht immer alles so planen, wie man sich das wünscht. Ja, deswegen, das ist halt eben der aktuelle Stand. Wir bekommen auf jeden Fall 2026 ein Baby, eine Tochter nochmal und geben dafür eine Tochter weg. Hört sich ein bisschen komisch an, ne? Wir geben die weg. Naja, wir kriegen den Schwiegersohn dazu. Also, ich muss letztens selber überlegen, wir sind ja dann nicht mehr 10-köpfig, wir sind ja dann eine 11-köpfige Familie mit dem 9. Kind. Das bringt mich so selber total durcheinander. Und ja, eben ein Schwiegersohn. Also, jetzt kommen wir mal so ein bisschen, wollte ich euch so ein bisschen so berichten, wie das Ganze jetzt so war. Es ist also, die Medium, die sitzt auch hinter der Kamera. Ich habe gesagt, komm, bleib hier sitzen. Ihr wisst ja so, unsere Kids sind ja mittlerweile, ja, sage ich jetzt mal so, vor allem so Medium, die zeigt sich ja nicht ganz so viel. Sie ist auch privat unterwegs in den sozialen Medien. Ihr seht sie ja hier unter in den Videos. Das entscheiden ja sowieso die Kinder immer selbst, in welchen Momenten sie sich jetzt zeigen möchten und in welchen nicht. Und genauso ist jetzt bei Medium so, dass sie halt schon ihr Leben privat hält, was sie denn so macht und so weiter, ist halt, ja, ihre Privatsache und deswegen auch hier, seht ja auch bestimmt hier und da, blende ich ein paar Sachen ein, aber sie sowie auch ihr Verlobter stehen jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit oder sind auch nicht in den sozialen Medien offen unterwegs, wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? Deswegen gucke ich jetzt auch so ein bisschen, ne, habe ich gesagt, komm, setz dich heute mit dazu wenigstens, dass wir gucken können, was ist da jetzt okay, was ich jetzt hier erzähle und was nicht. Weil, wie gesagt, das ist ja deren Privatsache. Ja, jeder macht das ja so ein bisschen auch unterschiedlich, wie er das plant. Wir hatten ja jetzt hier zu Hause eben für mich ist ja das auch alles so ein bisschen Neuland. Ihr wisst, ich komme ja ursprünglich aus Polen. Ich bin ja mit 18 zum Islam konvertiert. Und ja, bei mir damals war Hochzeit einfach so auch ein bisschen anders alles, ja, als wie die Leute das so heute machen. Deswegen ist für mich halt auch alles eben so neu zu gucken, wie macht man das jetzt. Dann hast du ja einmal, wie gesagt, im Türkischen halt ist halt auch, du hast ja erstmal was ist das? Isteme, dann kommt Söz, ja, um die Hand anhalten, das ist ja Isteme, das heißt, dann kommt der Bräutigam sozusagen, der zukünftige und ja, mit seiner Familie und dann wird halt offiziell um die Hand der Tochter gefragt und dann gibt es halt die Söz, das ist dann die offizielle dann Verlobung, wo dann halt sozusagen Verlobungsringe ausgetauscht werden und dann ist man halt eben verlobt.
Und dann steht halt irgendwann Hochzeit an und dann gibt es einmal den Hodja-Nikah, das ist dann sozusagen, so wie für andere die kirchliche Trauung, ist das halt die islamische Trauung. Dann natürlich Standesamt, damit man ja halt offiziell verheiratet ist, und dann gibt es halt eine Hochzeitsfeier. Und da macht das auch jeder unterschiedlich. Bei mir war es ja super witzig. Ich hatte ja erstmal die islamische Trauung, ich sehe die auch halt als mein Hochzeitstag, und dann das war irgendwie so Anfang des Monats, und am Ende des Monats hatten wir die Hochzeitsfeier. Ne, das ist halt dann, dass man das allen bekannt gibt, man hat geheiratet. Ne? Und ich hatte meine standesamtliche Hochzeit erst 2 Jahre später fast, also kurz vor Mariams Geburt. Das war so witzig, das war einfach wegen diesem Papierkram, weil ich halt alle Unterlagen so aus Polen gebraucht habe als polnische Staatsbürgerin, immer zum Konsulat hin und her. Es war total anstrengend, und mein Mann, obwohl er hier geboren ist, brauchte er trotzdem irgendwie alle Unterlagen aus der Türkei und so weiter. Und wir hatten immer keinen Bock auf diesen Papierkram, und dann haben wir es so schleifen lassen. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, ne, dann wäre ich ja schon schwanger mit Mariam. Ich habe gesagt, hallo, ich möchte bitte deinen Nachnamen haben und so, damit man danach nicht noch mehr Papierkram hat, um ja nochmal Vaterschaftsannen zu erkennen und weiß ich was alles. Und dann war das so witzig, dass ich ja hochschwanger dann so beim Standesamt war. Und wir wollten nur so Papierkram machen, so unterschreiben. So für uns war das ja keine Hochzeitsfeier oder sowas. Wir waren ja schon 2 Jahre verheiratet. Aber ja, war halt einfach so witzig, dass dann die Standesbeamtin uns so angeguckt hat. Ich so hochschwanger, wir ohne Trauzeugen, ohne nichts. Und sie so, entschuldigen Sie bitte, sagen Sie mal, heiraten Sie heimlich? Und wir so, nee, das ist für uns nur Papierkram. Naja, auf jeden Fall, ja, jeder macht das ja unterschiedlich, dass manche zum Beispiel Standesamt und die islamische Trauung an einem Tag machen oder Hochzeit und islamische Trauung. Also das ist immer so ein bisschen so unterschiedlich, macht jeder anders. Ne? Auch ist ja so, heutzutage die jungen Frauen sind auch sehr, keine Ahnung, ich sag mal so viele, was ich so mitbekomme, sind oft so, wollen halt viele feiern und viel machen und so weiter, was halt auch natürlich immer mit vielen Kosten verbunden ist. Aber hier ist es halt schön, dass beide jungen Leute da sehr bodenständig sind und halt auch nicht so viel Rambazamba und keine Ahnung, irgendwie so große Hochzeit und so weiter möchten. Weil ja, es ist ja auch, wenn man guckt, islamisch gesehen auch einfach nicht so gut, einfach unnötig so viel Geld für ja, eine riesen Hochzeitsfeier auszugeben. Von daher ja, überlassen wir das ja natürlich auch den beiden, dass die selber schauen, wie sie das Ganze haben möchten. Und ja, deswegen war bei uns auch so, also haben auch die jungen Leute so entschieden, dass sie das an einem Tag machen wollten, eben das um die Hand anhalten und Verlobung an einem Tag eben zu machen. Das war super aufregend, weil natürlich ist die ganze Seite vom Bräutigam hier zu uns gekommen, und ich habe das ganze Wohnzimmer umstellen müssen. Ich habe die Couch komplett auf die andere Seite, den Esstisch und so weiter. Mariam hat sich ja so eine schöne Dekowand gemacht, wo dann sozusagen das Brautpaar davor saß. Oh Gott, wir waren, ich glaube, locker über 60 Personen. Ja, man versucht das ja klein zu halten, dass so wirklich nur der engste Familienkreis kommt. Und bis dato war das ja so, ich meine, ich habe das ja am frühesten sozusagen mitbekommen, dass Mariam da jemanden kennengelernt hat und dass die sich da so daten und so, und dass es da mit Interesse eine Hochzeit irgendwann da eventuell stattfinden könnte und so weiter. Ja, das war halt eben so eine lange Phase, und für mich war das halt alles so, ja, okay, normal. Ne? Es ist halt eben das Alter, wo man das erwartet, dass das jetzt kommen kann und so. Und bis dato, mich haben auch immer wieder viele aus dem Bekanntenkreis und so weiter gefragt, und ist es jetzt für dich aufregend und so, dass deine Tochter heiratet? Und ich immer so, ja, das ist halt normal so. Aber an dem Tag, als die dann alle hier waren, ich meine, war ja auch schon schwanger in dem Moment. Dann habe ich ganz ehrlich gesagt, meine Hormone bringen mich um. Weil da war dann halt eben dieses offizielle um die Hand anhalten. Und das ist halt so, wie nennt man das? Also das ist halt auch so, das machen die dann halt auch auf Türkisch. Also ja, übrigens, falls ihr euch fragt, der Junge stammt auch aus der Türkei. Also der ist auch hier geboren wie Mariam, aber seine Familie stammt aus der Türkei. Ich dachte ja immer, Mariam bringt einen Koreaner nach Hause. Sorry, das musste jetzt sein, ja. Ja, wenn ihr auch vielleicht Kinder habt in dem Alter, dann gab es ja eine Zeit lang, war ja diese eben K-Pop-Phase, die Mariam knallhart durchgezogen hatte. Was war BTS und so weiter, ne? Und ich dachte, oh mein Gott, wenn das dein Geschmack ist, ich dachte wirklich, die kommt, also ich dachte immer Mariam so, nie, dass sie jetzt so der Typ, also dass jetzt ein türkischer Junge ihr Typ ist, sagen wir es jetzt mal so. Aber darf eigentlich nichts sagen, ne? Ich war ja Backstreet Boys Fan, und für mich ich war in Nick Carter verliebt.
ja, der blonde Junge. Also ja, und geheiratet habe ich auch einen ganz anderen Typ, von daher würde ich mich da nicht so festlegen. Ne? Das ist ja meistens so, dass ja nicht unbedingt immer auch der Typ der entscheidende Punkt ist, sondern oft auch eben der Charakter, und das sollte eben auch zählen. Klar, man sollte sich attraktiv finden, das ist natürlich wichtig, aber letztendlich siegt, finde ich, immer der Charakter, und das zieht einen noch mehr an. Geschmäcke können sich ja immer ändern. Ne? Von daher ja, fand ich das einfach so witzig, aber bei uns ist das vollkommen egal. Ich würde mich freuen, wenn unsere Familie ja später schön multikulturell ist. Ja, es gibt ja viele Eltern, die sagen, nein, das muss unbedingt dieser Landsmann sein. Ja, also ist egal, aus welcher Kultur oder Religion oder in welchem Land man kommt. Das ist ja oft so, dass Eltern Erwartungen haben. Ja, ich musste mir von meinem Vater ja auch Sprüche anhören als junges Mädchen, und ja, ist halt oft so, da gibt es ja teilweise Eltern, die sind extrem, die sagen, nein, der Partner muss sogar aus der gleichen Stadt kommen oder Dorf. Also wie gesagt, bei uns ist sowas vollkommen egal. Ich finde Kulturen und andere Nationalitäten bereichern total, und ich würde mich freuen, wenn ja, unsere Kinder eben auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder Nationalitäten heiraten und wir ja einfach eine multikulturelle Familie sind. Ich finde das einfach bereichernd. Man muss natürlich trotzdem schauen, ne, dass es passt, ne, dass man nicht zu krasse kulturelle bzw. religiöse Unterschiede hat. Das ist ja auch wichtig, weil das ist ja auch immer für die Zukunft, muss man natürlich denken, dass man ja eben miteinander klarkommt. Ne? So, ich werde jetzt hier wieder 3 Stunden quatschen. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Auf jeden Fall war das eben sehr aufregend. Dann wurde halt offiziell um die Hand gebeten, und es ist halt so ein, auf Türkisch eben so ein Spruch, oder es sind bestimmte Sätze, die man ja sagt, ne, Meryem? Gibt es dann dafür eine Bezeichnung, was man da in dem Moment so, das ist ja immer das Gleiche, was man so ausspricht, ne? Ja, es ist halt so ein Spruch, dass man da offiziell eben um die Hand bittet, und das wurde halt Meryems Vater, dem Hikmet wurde das halt sozusagen, ne, er wurde offiziell um die Hand seiner Tochter gebeten. Und das ist dann so, als ich das dann so gehört habe, erst da habe ich richtig realisiert, so, oh mein Gott, ich gebe denen meine Tochter, so wisst ihr. Und da haben dann so die Tränen geflossen. Guck, jetzt werde ich wieder, das sind die Hormone. Guck, jetzt geht wieder los. Das sind die Hormone. Ja, da habe ich so richtig, da hat es reingehauen, und da wurde ich richtig emotional und musste dann auch richtig weinen. Weil da habe ich dann halt eben so richtig realisiert, okay, unser erstes Baby wird uns verlassen. Aber ja, ich glaube, als Tochter ist es ja, habe ich auch oft gehört von anderen Bekannten und Verwandten, als Tochter ist es ja irgendwie nicht ganz so verlassen wie irgendwie die Söhne. Bei den Söhnen ist es ja irgendwie auch immer so ein bisschen anders. Als Tochter ist man ja trotzdem irgendwie immer eng mit seiner Mama. Ich habe ja auch mit meiner Mutter ein sehr, sehr enges Verhältnis. Das ist die Person, die ich am meisten anrufe, mit der ich ja andauernd spreche und ihr alles erzähle. Und von daher ja, hat man ja zu seinen Töchtern immer so ein bisschen engeres Verhältnissen. Bei den Jungs ist es dann halt immer null, dann sind sie weg vom Fenster, und ja, weiß man immer nicht, ne, wie die dann so sind. Aber ja, wie gesagt, wir sind sehr, sehr happy, wir sind zufrieden mit Meryems Auswahl, sagen wir es mal so. Ja, man kann halt nie wissen, also ich sage ja immer, das Leben ist halt so, und dadurch, dass wir ja auch gläubig sind, wissen wir, dass man mit allem im Leben getestet wird. Ja, ob es was Positives ist oder Negatives, ja, alles im Leben kann ein Test sein, ob man mit seinen Kindern getestet wird, mit der Gesundheit, mit finanziellen Dingen. Also es ist alles, man kann halt nie erwarten. Man kann halt nie wissen, wie das Leben so ist, aber wir schauen halt immer positiv. Und wie gesagt, ich mag meinen Schwiegersohn sehr. Hier, du guckst bestimmt das Video. Hallo Ömer, mein Sohn. Das ist so witzig. Ja, das war dann so letztens, dann nach der Verlobung, dann hat er mich das erste Mal Mama genannt und war dann so für mich, oh, okay, sind wir schon so weit? Ah, okay, mein Sohn. So das ist aber auch so witzig, dass man halt trotzdem, das habe ich auch nicht erwartet, dass man so, weil wie gesagt, es ist ja sozusagen ein fremder Junge aus einer anderen Familie. Also wir kannten ihn oder seine Familie auch gar nicht. Meryem kannte ihn sozusagen so aus dem Umfeld, aus dem weiteren Umfeld, sage ich jetzt mal, nur vom Sehen. Ne, und so hat sich da was entwickelt. Auf jeden Fall, ja, ist es dann halt so trotzdem witzig, dass man so merkt, dass man da trotzdem auch für jemanden
Fremden, sage ich jetzt mal, so mütterliche Gefühle entwickeln kann, ja. Vielleicht bin ich ja so, ich denke mal so, ich bin so die Obermutter, weiß ich nicht, ich habe viel Liebe zu vergeben, aber schon so dieses Gefühl, das wird oder ist mein Schwiegersohn. Also ja, ist halt auch witzig zu beobachten und interessant, weil wie gesagt, das ist ja die erste Erfahrung. Also kann man eigentlich sagen, unsere Familie vergrößert sich, ne? Da kann man nicht negativ denken, so unser Kind geht aus dem Haus. Was meinte Miriam noch? Wir hatten es also überlegt, man macht ja so ein bisschen, ne? Als Content Creator versucht man ja natürlich immer so Videos interessant zu halten. Dann haben wir überlegt, okay, wie nennen wir jetzt das Video? Wissen wir immer noch nicht, ne? Was für einen Thumbnail-Namen macht man? Ja, man versucht ja schon so ein bisschen, wir machen ja nicht so gerne Clickbait, ne? Aber man versucht ja trotzdem immer ein bisschen was Interessantes zu machen, damit ihr auch gerne raufklickt und euch das Video anguckt. Aber was war das? Was wollte Miriam? Miriam meinte, ja, machst du, Miriam geht von uns. Ey, so, oh mein Gott, was erzählst du denn da? Miriam verlässt uns, Miriam geht von uns. Ein bisschen zu dramatisch. Ja, nee, da haben wir auch ganz schön gelacht. Von daher, nee, ich sage mal so, nicht, dass unsere Tochter uns verlässt, sondern unsere Familie vergrößert sich und wir kriegen noch einen weiteren Sohn und werden dann inshallah immer größer und größer und ja, ist halt schön. Also wie gesagt, die jungen Leute planen jetzt, die sind ja jetzt verlobt und ja, in Berlin ist es ja natürlich schwierig. Das heißt, man muss, bevor man, sage ich mal, schon Hochzeit plant oder so, also auch an andere junge Leute hier, sucht man erstmal eine Wohnung. Weil das ist jetzt das größte Hindernis, eine Wohnung zu finden. Ja, wir haben ja hier in Berlin ja wirklich Wohnungsmangel und von daher muss man sich halt auch danach richten, ne? Weil es ist ja halt eben so, gerade eben in muslimischen Kreisen, dass man erst nach der Hochzeit zusammenzieht. Und deswegen sollte man halt eben schon wissen, okay, man hat eine Wohnung und dann kann man sozusagen auch so ein bisschen die Hochzeit planen und mäßig. Ne? Also die planen halt schon dann jetzt im Herbst, ne, dieses Jahres. So ungefähr im Herbst plant ihr, ne? Also im Herbst ist dann ungefähr so die Hochzeit geplant. Aber wie gesagt, das je nachdem erstmal schauen, Wohnung etc. Und ja, also da ich ja eben aus einem anderen Kulturkreis komme und wie gesagt nicht ganz immer so wusste, wie das alles so funktioniert, weil auch bei mir und meinem Mann war das alles halt auch ein bisschen so anders und deswegen, aber es ist halt so, dass von der Tochtersseite ist halt jetzt sozusagen so als Aufgabe, was wir als Eltern haben, oder beziehungsweise als Mutter ist ja so, das kennt man aber auch vom deutschen Begriff, diese Mitgift, ne? Oder ich glaube, da gab es noch ein anderes Wort dafür, hatte ich mal gehört. Ne? Also sozusagen die Tochter bringt den Hausrat mit. Ne? Also die Seite vom Mann kümmert sich, soweit ich weiß, nur um die Hochzeit und alles drum und dran, aber die Tochtersseite sozusagen, also die Tochter bringt ihren Hausrat. Und viele sind ja so, dass die ja schon jahrelang anfangen, so Dinge zur Seite zu legen für ihre Töchter, ne? Was sie dann halt eben mitgeben können. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich finde halt immer so, gerade auch so Hausratssachen und also Geschirr und weiß ich was, Töpfe und sowas. Sowas ändert sich ja alles, die Geschmäcker ändern sich. Deswegen machen auch viele mittlerweile nicht mehr so, dass sie das schon Jahre vorher sammeln, weil die Geschmäcker sich ändern. Und ich finde da auch eher, dass man das so praktisch sieht und guckt, was gefällt ihr jetzt direkt. Deswegen, was haben wir bis jetzt? Ein Topf. Miriam hat bis jetzt einen Topf. Okay, ich habe hier schon einen Saugroboter zur Seite gepackt. Dann habe ich ihr einen Airfryer zur Seite gepackt. Ja, also ist so manchmal ganz praktisch durch so Kooperationen. Ne? Haben wir ja auch manchmal zu viele Produkte. Dann kann man mal sagen, okay, die habe ich jetzt schon für sie zur Seite gepackt. Aber ja, ich denke, das werden wir alles nach und nach besorgen. Da muss man sich auch nicht stressen. Und wie gesagt, ich finde es auch ganz gut, dass beide sehr locker drauf sind und sich da auch jetzt nicht stressen. Und wie gesagt, also da gibt es auch viele Sachen, habe ich mitbekommen, gerade eben in den türkischen Kreisen. Ja, und wie gesagt, das ist auch immer so ein bisschen, man muss halt immer unterscheiden. Das war bei mir immer ja ganz, ganz wichtig, als ich konvertiert bin. Ne, was ist jetzt kulturell bedingt, was ist jetzt religiös bedingt, ja, was ist jetzt das Richtige, und viele Sachen sind halt einfach kulturell, ja, also es gibt auch eben Dinge, die sind in der türkischen Kultur, ja, die sollte man nicht eben mit dem Islam verwechseln, das ist ganz, ganz wichtig. Von daher finde ich, dass die beiden das ganz, ganz toll machen und ja,
wie gesagt, da auch nichts Übertriebenes haben wollen und das auch alles locker sehen. Und wir auch gesagt haben, also man braucht sich da nicht irgendwie verbeißen. Also es gibt ja so, dass sie das ein oder andere erwarten von der Brautseite oder von dem Bräutigamsseite. Ne? Also wie gesagt, das sind ein bisschen komplizierte Themen und da kriegt man halt vieles auch mit, wo gerade durch solche Sachen auch dann eben, ja, das Ganze dann nochmal scheitert und zum Beispiel dann gar nicht erst zur Hochzeit kommt und so wegen solchen Sachen. Man muss ja auch bedenken, da kommt jetzt eine neue Familie dazu, ne? Mit der muss man sich ja auch verstehen und wie gesagt, da können immer viele Sachen schief gehen. Deswegen, ja, klappt da hoffentlich alles und wie gesagt, wir sind beide da als Familie sehr, sehr locker und überlassen das den jungen Leuten. Die kriegen das schon hin und was wir als Eltern beitragen können, das machen wir natürlich, was in unserer Macht steht, um ja, dem jungen Brautpaar einen glücklichen Start zu ermöglichen. Ja, und kommen wir nochmal zu dem Verlobungstag. Also an dem Tag war ja auch super, Mariams ganzen Cousinchen und Freundinnen und so, die waren super fleißig, haben mitgeholfen. Die haben ja zum Beispiel, ne, was habt ihr alles gemacht? Das Lotus-Dessert und mehrere Sachen haben die gemacht. Ein Teil habe ich gemacht, aber ich habe mir da wirklich, ne, ich war ja da schon schwanger und es war ja auch noch so diese Anfangszeit, wo es mir nicht so gut geht, habe ich auch gar nicht so viel gemacht, sondern habe mir einfach von einer Bekannten, die so auch privat so ein bisschen Catering macht, viele Sachen machen lassen. Das war halt wirklich sehr, sehr praktisch. Und ja, war ein schöner Tag, war eben so ein bisschen aufregend, viele Leute hier im Haus gehabt, aber wir haben zum Glück uns alle ja, quetschen können und hat alles super geklappt. Also wie gesagt, war wirklich gut. Ich hatte an dem Tag die Couch umgestellt und so und wir haben alle hier ganz gut reingepasst. Also das haben wir schon mal überstanden und hinter uns gebracht. Das nächste, was ja dann ansteht. Was steht dann als nächstes an, Mariam? Heiraten. Ja, also wie gesagt, ne, die jungen Leute kümmern sich da jetzt erstmal, dass sie eine Wohnung finden und so weiter. Und dann, ja, schauen wir mal, ne, jetzt auch nach und nach Mariams Hausrat zu besorgen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, und dann, weiß nicht, machst du eine Kindergäste, eine Henna-Nacht. Ja, ist ja so, Henna-Nacht ist ja so ein bisschen auch wie so ein Junggesellenabschied, ne? Und unter Frauen und so weiter. Da war, meinte jetzt auch, meinte, das ist nicht so wichtig und so. Da sind wir gerade eher wie älteren Frauen so bei uns. Wir sagen so, nee, komm, lass doch mal ein bisschen Party machen. Ja, also wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was alles kommt. Hier und da, aber wie gesagt, die jungen Leute halten das relativ privat, was ich euch dann so zeigen kann oder mitnehmen kann. Mit deren Erlaubnis werde ich das dann machen. Ansonsten, wenn nichts kommt, dann wisst ihr warum. Ja, aber wird auf jeden Fall aufregend und wie gesagt, ja, sagen wir einfach, unsere Familie vergrößert sich noch mehr. Ich verstehe mich auch sehr, sehr gut mit Mariams Schwiegermama, muss ich sagen. Auch eine sehr, sehr sympathische Frau. Da bin ich auch sehr, sehr happy. Das ist ja auch etwas ja, Wichtiges. Im Türkischen kennt man ja auch oft immer diese böse Schwiegermutter und so weiter. Dieses Klischee, da gibt es ja auch solche Klischees. Oder generell, glaube ich, ist dieses Klischee mit der bösen Schwiegermutter und so weiter. Ich meine, man weiß letztendlich immer nicht. Ne? Ich denke mal, auch wenn ich so überlege, wenn ich dann irgendwann später eine Schwiegermutter bin, also von meinen Söhnen, ist ja auch nochmal immer was anderes, ne? Ob man da jetzt so, weiß ich nicht, ob ich da jetzt auch so kritisch wäre, zu sagen würde, die behandelt meinen Sohn schlecht oder die ist nicht gut zu meinem Sohn. Ne? So wisst ihr, was ich meine? Das ist alles so. Aber ich bin halt nicht so der Typ dafür. Ich bin da schon eigentlich immer sehr locker und sehr offen. Und mir ist halt auch immer wichtig, ich habe das auch direkt gesagt, also immer, wenn irgendwas sein sollte, finde ich immer wichtig, Dinge direkt anzusprechen, ja, sich dann nicht zu schämen, wenn irgendwas ist, Missverständnisse oder so, es kann immer mal passieren, ja, dass man irgendwie, ja, was missverstanden hat oder irgendwas nicht ganz, ja, mit irgendwas nicht ganz einig ist, also, dass man Dinge einfach wirklich direkt anspricht, offen und locker und das klärt, ohne dass man so Dinge so, was halt oft, finde ich, halt auch im türkischen Kreisen oder wahrscheinlich generell in Familienkreisen ja oft ist, dass man, will halt immer nicht erzählen, ich mache die ganze Zeit die türkischen Kreise schlecht, ja, verstehe mich nicht falsch, ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht, ne? Aber ich denke, es ist halt einfach auch der Unterschied, weil halt auch eben oft türkische Familien ja groß sind, ist ja nochmal was anderes, ne? Ich sag ja auch, ich habe auch mal meine Mama gefragt, ne, wenn ich jetzt mit meiner Mama rede, sie hat halt eben auch nicht so jetzt so eine großen Kreise, dass man Dinge, wenn man so sagt, dass die sich verbreiten und ne, Dedikodu ist ein ganz, ganz großes Thema. Das Dedikodu ist halt Lästern und das Lästern finde ich ganz, ganz schlimm. Das führt zu sehr, sehr vielen schlimmen Dingen. Deswegen, ja, ist das halt oft so eben, wenn man dann Dinge nicht anspricht und dann findet man irgendwas nicht schlecht und dann findet man irgendwas nicht gut und dann
statt der Person das direkt zu sagen, redet man das dann im Hintergrund mit anderen Verwandten, Bekannten, Freunden und dann verbreiten sich so Sachen und Gerüchte und so weiter und das finde ich wirklich nicht schön. Deswegen ist nicht ohne Grund Lästern eben eine Sünde. Das sollte man wirklich, wirklich lassen und nicht über andere, ja, reden, die nicht dabei sind, weil so entstehen wirklich, ja, nicht schöne Dinge. Und deswegen war das für mich zum Beispiel immer so ganz, ganz wichtig, das direkt zu sagen. Also wenn irgendwas sein sollte, ja. Manchmal ist man so, manchmal macht man so Späße und lässt irgendwie so unbewusst irgendwelche Sprüche ab oder so und denkt sich vielleicht selber nichts dabei, aber der Gegenüber nimmt das vielleicht anders auf, ja. Und du weißt halt nie, was eine Person, ob sie jetzt sensibel ist oder so und du machst irgendeinen Scherz und denkst dir nichts dabei, aber die Person gegenüber nimmt das ganz anders auf und dann im Nachhinein, oh, die hat das und das gemacht, das und das gesagt und so weiter. Das kann ja immer passieren. Deswegen, ja, sollte man das halt nicht so in sich sagen, sondern, oh, hör mal, wie war das jetzt gemeint? Könntest du das nochmal, ne? Können wir mal darüber sprechen oder so? Ne, dass man solche Sachen direkt wirklich anspricht und das aus dem Wege räumt. Also das ist jetzt meine Empfehlung für euch, ja, falls ihr auch irgendwie in die Situation kommt, dass, ja, eure Familie sich vergrößert, die Kinder heiraten, neue Familienmitglieder dazukommen, finde ich, das sind so wichtige Themen. Davon kann ich jetzt nur sprechen. Ansonsten, ja, könnt ihr mir gerne auch so eure Erfahrungen oder Tipps noch mit auf den Weg geben, was ihr sagt, okay, Roxana, du musst unbedingt das und das jetzt beachten, das ist super wichtig. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich finde, ein schöner Austausch ist immer sehr gut. Man lernt auch von anderen, deren Erfahrungen und so weiter. Wie gesagt, es gibt für nichts eine Garantie im Leben. Man weiß immer nicht, was kommt und was passiert. Von daher ist es auch gut, wenn man manche Dinge auch erstmal privat lässt und so weiter. Auch nicht immer alles unbedingt, gerade auch wenn man so wie wir so in der Öffentlichkeit steht, auch nicht immer direkt alles mitteilt, sondern vielleicht auch ein bisschen wartet, ne? Von daher glaube ich, kann ich hier jetzt auch Schluss machen. Ich dachte so, oh, so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Jetzt habe ich doch wieder so lange geredet. Aber ja, es ist, wie gesagt, es wird jetzt eine schöne, aufregende Zeit. Nicht nur nochmal ein neues Baby, sondern jetzt auch noch ein Schwiegersohn dazu. Das ist einfach so lustig. Ja, aber wie gesagt, das ist schön. Wir sind happy. Wir freuen uns für Maryam. Wenn sie glücklich ist, dann sind wir auch glücklich. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr könnt irgendwas davon mitnehmen. Ja, und das ist so der aktuelle Stand in unserer Family. Und wie gesagt, das andere sage ich euch in einem normalen Vlog nochmal. Wie gesagt, das ist auch nochmal crazy. Von daher, ja, ist unser Leben aktuell sehr, sehr turbulent geworden. Und so ist das halt eben, das Leben. Manchmal irgendwie ist es langweilig und nichts los und dann manchmal kommt alles auf einmal. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch und hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Bis bald!